In diesem Video Rundgang und Drohnenflug über die Burgruine Steinenschloss. Eine Burg, um die sich viele Geheimnisse ranken, selbst ihr wahrer Name ist längst vom Nebel der Geschichte verschluckt. Tief verborgen zwischen den Bäumen des geschichtsträchtigen Pfälzerwaldes, hoch über dem Schwarzbachtal, liegen die stillen Überreste einer Burg, deren Mauern einst Macht und Schutz bedeuteten und die heute nur noch flüstern, wenn der Wind über die Steine streicht. Gebaut vor fast 900 Jahren, während eines großen Spieles um Macht und Grenzen, und auch zerstört in diesem Spiel, verlor die Burg in kurzer Zeit ihre Bedeutung und wurde doch nie ganz vergessen. Der mächtige Rundturm trotzt noch immer Wind und Wetter, Zeuge vergangener Jahrhunderte und stiller Legenden. Manche sagen, hier wache noch der Geist des Ritters, der die Burg einst bis zum letzten Stein verteidigte. Der Aufstieg beginnt am Wanderparkplatz Steinenschloss, am Waldrand von Thalaischweiler Fröschen. Etwa 1 Kilometer Strecke, rund 80 Höhenmeter. Gehzeit ungefähr 25 Minuten. Der Pfad führt durch den Wald, teils steil, teils über ausgewaschene Treppenstufen, doch stets ein schöner Weg zwischen alten Bäumen. Hinauf zu den Mauern der Burgruine Steinenschloss. Die Lage auf einem 380 Meter hohen Sandsteinfelsen war strategisch ideal am Zusammenfluss von Schwarzbach und Rodalbe. Von hier aus konnte man die umliegenden Täler überwachen, die eine wichtige Verbindung zwischen der Rheinebene und dem Saarraum darstellten. Burgruine Steinenschloss wurde vermutlich um 1100 errichtet, doch ihr ursprünglicher Name ist verloren. Keine Urkunde, kein Siegel, kein Hinweis verrät, wie sie einst wirklich hieß. Die Burg entstand wohl auf Boden des Klosters Hornbach, ein Besitz, der eng mit den Grafen von Saarbrücken verbunden war. Der Abt des Klosters war der Bruder des Grafen. Und so spricht vieles dafür, dass die Saarbrücker selbst diese Burg auf das Felsplateau setzten, als Zeichen ihrer Macht über das Schwarzbachtal und die Gegend. Erst Jahrhunderte nach ihrem Untergang erhielt die vergessene Burg einen neuen Namen: Steinenschloss. Vielleicht, weil nur noch Steine blieben. Vielleicht auch, weil tief unterhalb der Burgruine entlang des Steinbach wohl ein Ort namens Steinen lag. Mitte des 12. Jahrhunderts erfasste den Westen des Reiches eine unruhige Zeit. Einige Adlige, vor allem die Grafen von Saarbrücken, Zweibrücken und Blieskastel, stellten die kaiserliche Autorität in Frage. Um ihre Macht zu festigen,
ließen sie Burgen errichten, teils ohne Erlaubnis des Kaisers, oft direkt auf Reichsland. Diese neuen Festungen, stolz auf Felsen gebaut, zu denen wohl auch Burg Steinenschloss gehörte, waren nicht nur Zeichen des Wohlstands, sondern auch stiller Trotz gegen die Krone. Aus den Tälern der Saar und des Schwarzbachs wuchsen steinerne Bollwerke, die weniger dem Schutz als der Rebellion dienten. 1168. Das Maß war voll. Kaiser Friedrich Barbarossa und seine Truppen zogen mit Feuer und Stahl durch die Pfalz. Wo Adlige ohne seine Genehmigung Burgen errichtet hatten, ließ er sie zerstören. Ein Fanal kaiserlicher Macht. Blieskastel, Kirkel, Altzweibrücken, Homburg und wohl auch das Steinenschloss, Bollwerke einer Adelsmacht, die sich gegen den Kaiser gestellt hatte, fielen dem Zorn des Reiches zum Opfer. Viele Burgen zwischen Schwarzbach, Rodalbe und Blies wurden in jener Zeit zerstört oder verlassen. In genau diesem Bereich liegt auch das Steinenschloss. Nach dem Feldzug entstanden neue Burgen als steinerne Mahnung an jene, wem die Macht im Reich gehörte. Unter Barbarossa und seinen Nachfolgern festigten die Staufer ihre Herrschaft mit mächtigen Reichsburgen wie Trifels und Kaiserslautern, später auch mit Anlagen wie Gutenberg und Gräfenstein. Zeichen kaiserlicher Ordnung im Westen des Reiches. Die Annalen des Klosters Disi-Bodenberg berichten von Burgen des Saarbrücker Grafen Simon, die durch Barbarossas Truppen zerstört wurden, ohne ihre Namen zu nennen. Doch vieles spricht dafür, dass auch das Steinenschloss zu jenen Festungen gehörte. Ein steinernes Machtwort des Kaisers. Und diese Burg, wie auch immer sie einst hieß, war vermutlich Teil des Geschehens. Die Grabungsfunde vor Ort enden mit einer Brandschicht im 12. Jahrhundert, ein stummes Zeugnis dafür, dass hier die Zeit vor mehr als 800 Jahren stillstand. In einigen Darstellungen heißt es, die Burg sei teils wieder aufgebaut worden, wurde gemäß diesen Quellen aber spätestens um 1200 erneut zerstört oder aufgegeben. Danach wurde die Anlage dauerhaft zu einem Schuttfeld. Der Feldzug von 1168 war ein militärischer Sieg, aber keine dauerhafte Befriedung. Barbarossas Tod und der Rückzug der Reichsmacht ließen die westliche Pfalz bald wieder zu einem Mosaik aus kleinen Herrschaftsgebieten werden. Doch das Steinenschloss verschwand in dieser Umbruchszeit von der politischen Landkarte. Tatsächlich ist es möglich, dass die Burg vor oder nach Barbarossas Tod 1190 noch einmal aufgebaut wurde. Doch in den folgenden Fehden zwischen den Grafen von Saarbrücken und Zweibrücken dürfte sie dann in jedem Fall endgültig zerstört worden sein. Am Ende blieben nur Stein und Erinnerung. Und mit den neuen Grenzen versank die Burgruine in der Bedeutungslosigkeit. Im 19. Jahrhundert diente die Ruine als Steinbruch. Ein Verlust, der große Teile der alten Mauern kostete. Nach Ausgrabungen des Jahres 1968 begann die Freilegung der Burg. Später sorgte der Burgverein durch unermüdliches, ehrenamtliches Engagement für ihren Erhalt. Ein Stück Geschichte, bewahrt von Menschen, die sie nicht vergessen wollten.
Die Burg bestand aus einer Oberburg mit einem mächtigen runden Bergfried, einem der größten seiner Zeit, und einer Unterburg mit dem Zugangstor. Erhalten blieben Teile der Ringmauer, der zerbrochene Torbogen, Grundmauern einstiger Gebäude, der aus dem Fels geschlagene Aufgang zwischen den beiden Burgteilen und der gewaltige Rundturm mit über 13 Metern Durchmesser. Einige Abschnitte wurden später behutsam rekonstruiert. Eine Vorburg konnte außerhalb der Gräben nachgewiesen werden. Zudem lassen römische Kleinfunde darauf schließen, dass auf dem Schlossberg vor der Erbauung der Salischen Burg eine Anlage der spätrömischen Kaiserzeit bestanden hat. In alten Geschichten aus Thaleischweiler Fröschen heißt es, der letzte Ritter der Burg habe während der Zerstörung der Burg den Familienschatz verborgen, Gold, Kelche und das Familiensiegel. Tief unter dem Turm, in einem geheimen Gewölbe, das bis heute niemand fand. Manche Sagen erzählen zudem, dass sich der Zugang nur für einen gerechten Erben öffnen soll, für jemanden, der den wahren Namen der Burg ausspricht, einen Namen, den die Zeit längst ausgelöscht hat. Und in stillen Nächten, wenn der Wind über die Felsen streicht, soll eine Gestalt ohne Gesicht zwischen den Mauerresten wandeln, der Geist des Burgherrn, der noch immer über seinen verlorenen Schatz wacht. Andere Geschichten erzählen von einer weißen Frau auf dem Steinenschloss. Sie zieht über die Felsen und durch die Ruinen, die Frau eines Ritters, der im Krieg, vielleicht sogar bei der Verteidigung der Burg fiel. Seit Jahrhunderten wartet sie auf seine Rückkehr. Und wenn der Wind durch die Mauern streicht, glauben manche, ihr leises Rufen zu hören. Ein Echo aus einer Zeit, die längst vergangen ist. Vielleicht liegt das Geheimnis der Burgruine Steinenschloss gerade darin, dass niemand ihren Namen kennt. Denn was keinen Namen trägt, kann die Zeit auch nicht rufen. Und so bleibt das Steinenschloss, was es immer war, ein Ort zwischen Geschichte und Legende, der noch einige Geheimnisse birgt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald auf diesem Kanal.